Julian Alvarez für 150 Millionen zu Real Madrid. Ja, das ist der Punkt, wenn Olise nicht kommt. Über Olise wollen wir auch ganz kurz mal talken. Und 150 Millionen für einen Atletico-Spieler. Allerdings ist er auch Fan von Real Madrid, hatte früher Trikots an und so weiter und so fort. Und bin mal gespannt. Wir gehen mal rein. Hala Madrid, schön, dass ihr wieder dabei seid, Freunde. Ab zu den 4000 Followern, die wir fast erreicht haben. Also, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, folgt mir jetzt und like dieses Video. Ja, Julian Alvarez, 150 Millionen. Ich muss sagen, ja, es ist sehr viel. Also 150 wäre meines Erachtens zu viel, aber Atletico würde bei 150 Millionen ja sagen. So schaut es aus. Er ist gut, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Was würde das für Arda Güler, Mbappé, Vini Junior bedeuten? Er ist ein Stürmer. Ja, es würde bedeuten, ich weiß nicht, was es bedeuten wird. Weil ganz ehrlich, ich weiß noch nicht mal, ob Mourinho und Co. das alles hinkriegt und so weiter und so fort. Und dementsprechend bin ich da so ein bisschen, will ich mich da erstmal nicht zu äußern. Man muss erstmal abwarten. Jetzt steht auch die WM erstmal vor der Tür. Und vorher wird das, glaube ich, nichts. Heute ist Dienstag. Ich habe jetzt bis jetzt noch nichts gelesen, gehört. Ich weiß nicht, ob Papa Perez, jetzt ein Angebot, wo auch immerhin abgesendet hat. So, also ich kann jetzt schon eins sagen: 150 Millionen für Olise werden nicht reichen. Bayern sagt, sie sind kein Verkaufsverein. Ja, okay, Bayern München redet gern, das haben sie auch bei Lewandowski gesagt. Aber wenn Papa Perez oder wenn wir so ungefähr 200 Millionen bieten, dann wird auch der FC Bayern überlegen. Das ist Geld, auch wenn sie Geld genug haben und so weiter, aber trotzdem. Und irgendwann kommt der Punkt, der Spieler kriegt das auch mit. Aber ich bin gespannt, wer es ist. Vielleicht ist es auch nicht Olise, vielleicht ist es, wie gesagt, er hier oder irgendjemand anders. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ich kann nur sagen, wenn er herkommt, der Julian, also ich finde ihn auch gut. Und er spielt bei Atletico, aber das ist egal. Er ist einfach Fan von Real Madrid, immer schon gewesen, und er ist gut. Ich würde nur 150 Millionen zu viel finden. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich finde, dass 150 Millionen zu viel sind, meines Erachtens. Aber es wird nicht, es ist einfach so, dass Atletico ihn nicht für weniger verkaufen wird. So, und ich möchte aber auch nicht, dass Perez sagt, ich will jetzt unbedingt, weil ich das angekündigt habe, irgendetwas ganz, ganz schnell kaufen, weil das ist für mich so, es macht keinen Sinn. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Transfer halten würdet. Oder würdet ihr eher Olise sehen? Natürlich ist Olise, wir brauchen so einen. Vor allen Dingen rechts dort, und das ist, finde ich, schon eine andere Liga wie viele andere. Und ich möchte auch nicht, oder das, was wir jetzt nicht machen sollten, ist auf Krampf irgendetwas jetzt kaufen. Auf Krampf irgendetwas jetzt kaufen, das ist für mich, das wäre nicht geistreich meines Erachtens. Das sollte man nicht machen, und dementsprechend, ja, vielleicht ist es auch ein ganz anderer. Man könnte jetzt überlegen, wer könnte es denn überhaupt noch sein? So, aber mir ist es ganz schwer. Ich kann da auch nichts, da fällt mir auch ehrlich gesagt keiner ein, wo man jetzt 150 Millionen, es kann nur Olise sein, es kann vielleicht natürlich Julian Alvarez sein. Wer wäre noch da? Haaland, aber das wird nichts. Haaland, da kannst du nicht mit 150 Millionen ankommen. Das wird erstmal gar nichts. Aber man weiß es nicht. Man weiß es ja nicht, was hinter den Bühnen geht, was Perez alles schafft, was er alles macht. Wir kennen ja, was er macht, oder mit welche Deals er denn da irgendwas vielleicht hinkriegt, oder ob das einfach nur eine Anzahlung ist. Whatever, ich weiß es nicht. Aber es würde wahrscheinlich eher auf Alvarez hinauslaufen als auf Olise und Haaland. Weil die wären teurer, das ist über 200 Millionen, die beiden. Das ist einfach so. Weil vorher werden die haben Verträge lange, das ist nicht so einfach. Und ja, ich glaube, Julian hat auch einen langen Vertrag noch, glaube ich. Ne? Ja, es ist egal, man muss auf jeden Fall ablöhnen. Die Frage ist, was bringt das bei uns? Es bringt ja nicht nur, gut, wir haben jetzt hinten auch, wir haben einen neuen Trainer,
Aber bringt das insgesamt wirklich was? Weil da vorne jetzt kommen wir wieder dazu, MAP Vinny bleibt bestehen. Es bleibt einfach bestehen. So, und solange das nicht in Reih und Glied ist, solange da vor allem, wenn Vinny muss auch irgendwann mal den Vertrag unterschreiben oder er lässt es endlich mal. So lange zu warten, und ich weiß, dass Real nicht alles öffentlich sofort macht, aber das Ding ist noch nicht durch. Vinny hat noch nicht, unterschrieben. Und ein Real Madrid so lange warten zu lassen, wegen was auch immer. Gut, kann auch sein, dass jetzt Real abwartet, wie die WM für Vinny wird. Ob der jetzt stark ist oder ob er schwach ist. Das wird auch vieles, das ist auch das wird vieles ausmachen. Wenn Vinny die, sage ich mal, abkackt, wenn Brasilien abkackt, wenn Brasilien das nicht hinbekommt, ich weiß gar nicht, ob denn Vinny zum Verkauf steht oder wenn Vinny sehr gut ist und Brasilien vielleicht sogar Weltmeister wird, wo ich nicht von ausgehe, aber wird es denn es ist alles nicht so einfach, ne? Was macht man dann? Aber nichtsdestotrotz, es ist scheißegal, was man macht. Er wartet seit wie lange wartet er jetzt? Und er sagt: „Ja, wir haben Zeit und Peres.“ Ja gut, im Endeffekt ja. Und das ist das Problem, was ich auch gestern in meinem Video gestern oder vorgestern angesprochen habe. Peres war früher anders. Heutzutage habe ich habe das Gefühl, er wird's wahrscheinlich nicht das wird nicht ganz so sein, aber ich habe das Gefühl, man kann so 'n bisschen viel mit ihm machen. Und wenn man so lange sich überlegt, bei Real Madrid 'n neuen Vertrag zu unterschreiben, ich weiß ja nicht. Ich glaube, früher hätte Papa Perez gesagt: „Entweder machst du das jetzt oder du bist weg. Dann brauchen wir gar nicht es rumzudiskutieren“, ne? Schwer, ganz, ganz schwer. Ihr kennt ja meine, das ist so meine Meinung, das ist direkt, ich bin hier schnell, es geht auch nur um dieses Thema und nicht um 5.000 andere Themen. Und dementsprechend, ja, man wiederholt sich natürlich. Ich denke mal, mein Fokus wird jetzt so langsam auf die WM gehen. Natürlich immer, wenn was kommt, aber ich muss auch nicht also, es macht auch keinen Sinn. Klar, das ist egal, auch wenn ich 30 Jahre Real Madrid-Fan bin, mehr als vielleicht viele andere. Das Ding länger meine ich. Das Ding ist nur, es wiederholt sich. Ich kann jetzt auch morgen wieder ein Video über Alvarez machen oder so. Es sei denn natürlich, es ist irgendwas entschieden, aber es ist natürlich es wiederholt sich, es ist immer das, ne, was ich meine, ich rede gern mit euch darüber, aber irgendwann bei Vinny zum Beispiel, wäre schön, wenn endlich mal was Festes kommt. Im Endeffekt ist es wirklich schon bestätigt worden, dass Mourinho da ist von Real Madrid Seite oder dass die 2 Abwehrspieler fest sind? Nein, das ist alles, ne, here we go, ihr wisst, und so weiter und so fort. Aber wir haben noch nicht so, dass wir wissen, so und so ist das. Und es wäre schön, da mal irgendwas zu hören. Und dann kann man auch das alles andere sind Spekulationen, dies, jenes, bla bla bla, pipapo und nichts anderes. Und das ist so 'n bisschen, was mich nervt, als wäre und ich eigentlich auch nur, sonst ist ich weiß, das gehört dazu und das ist ja auch das Coole, aber das auch nur, weil die Saison absolute Katastrophe war und ich die Saison gern abhaken möchte. Und die ist spätestens abgehakt, wenn die WM anfängt und so weiter. Und dann beginnt die neue Saison, wenn die WM zu Ende ist, ja. Wie gesagt, aber natürlich hätte ich den Spieler gerne. Alvarez ist gut, geil, aber Olise hätte ich vielleicht sogar lieber noch. Aber ich möchte einfach nicht, dass wir auf Krampf jetzt irgendwie wieder weil es muss noch einiges anderes passieren, weil mit den 3 Spielern änderst du nichts. Aber geil ist auch, dass Pepe ja zurückkommt. Wenn das stimmt, Mourinho und Pepe zusammen, absolut nice. Das habe ich am Intro gar nicht erwähnt. Pepe soll zurückkommen als Ersatz oder als Co-Trainer von Mourinho. Das gibt natürlich richtig auf die Fresse für die Leute. Das gibt richtig auf die Fresse für die da jetzt aufmucken. Bellingham, Co. und so weiter und so fort. Finde ich geil. Naja, ihr könnt ja mal unterschreiben und dann folgt mir, liked dieses Video und so weiter. Und ich denke mal, wenn da irgendeiner, egal wer kommt, für Arda Güler und Co. wird das einfach nice sein. Was MAP macht, ist eine zweite Frage. Schauen wir mal. Also Freunde, Hala Madrid und ich bin raus.